Es wird Rückschläge geben durch eine Saison, aber macht unheimlich viel Spaß, hier zu kicken. Ich fokussiere auf mich selbst und nicht zu viel Respekt. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, liebe Borussen, zu eurem Feiertagsmagazin. 4 Spieltage stehen noch auf dem Programm. Wir wollen natürlich alle 4 Spiele gewinnen. Noch ist nichts entschieden und am Sonntag geht es gegen Wolfsburg. Da wollen wir beginnen mit dem ersten Dreier und heute bei mir zu Gast Julian Rehersen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen. Vielen Dank dafür. Du bist im Januar zu uns gekommen. Und seit deinem ersten Spiel gegen Augsburg fast immer in der Startelf gewesen. Wie glücklich bist du über die Wertschätzung des Vereins und offensichtlich auch des Trainers? Ja, sehr. Ja, ist ja das Wichtigste als Spieler, dass man auf dem Platz steht. Und ja, bin ich ja, zum Glück oft und häufig in der Startelf. Von daher, ja, super. Hand aufs Herz. Wie groß war die Umstellung von Union und was war der große Unterschied? Ja, ist schon anders. Die Art und Weise vom Fußballstadion ist ja ein bisschen größer, ne? Ja, ein bisschen größer, ja. Aber obwohl Union ein kleines Stadion hat, war die Stimmung auch überragend. Ja, aber klar. Hier schon mal, das ist eine Nummer größer. Aber macht unheimlich viel Spaß, hier zu kicken. Und ja, ist schon, die Spielweise ist ein bisschen anders, aber macht viel Spaß. Die 80.000 Zuschauer, die haben schon Power, oder? Ja, klar, das spürt man. Zum Beispiel letztes Heimspiel gegen Frankfurt. Also da, ja, war wirklich Feuer drin. Das hat man wirklich gespürt. Das war stimmungsmäßig, aber das kann ich dir auch sagen. Ich bin ja schon ein paar Jahre hier. Ja. Das war so in den letzten 10 Jahren Top 3. Ja, das kann ich mir. Ja, ich weiß ja nicht, ich war nicht so lange hier, aber als ich hier bin, war wirklich einfach überragend. Du bist eine Verstärkung, wir haben es eben schon gesagt. Und dass er es ist, das beweisen auch die Bilder, die wir euch jetzt zeigen. Wird beackert, das ganze Spiel. Unser Keeper ziemlich aufgeregt, ne? Ja, aber war eine geile Spiel, ne? Pokalabend, kleines Derby, ja, aber top. Wie gesagt, du bist ja jetzt noch nicht so lange bei uns. Gibt es so Momente oder einen Moment, an den du dich sofort und besonders gerne erinnerst? Erste Tor. Schwierig. Erste Grätsche. Das erste Tor war schön, aber ich glaube, das erste Spiel ist immer was Besonderes. Das erste Mal hier rauszulaufen, das war schon was Besonderes. Da hat man, also normalerweise hat man nicht so viele Nerven, aber da ist man schon ein bisschen gespannt. Da das erste Spiel, neuer Verein, ja, 80.000 auf dem Ring. Also das war schon ein cooles Erlebnis, das ich nicht vergessen würde. Wie gut hast du dich inzwischen in Dortmund eingelebt? Wirst du oft erkannt, wenn du zur Tankstelle gehst, zum Bäcker, zum Metzger? Ja, manchmal schon sieht man, dass die Leute gucken, aber die sind wirklich respektvoll. Nicht viele gehen hin. Ja, manchmal klingelt ein paar Jungs aus dem Haustür und wollen Fotos. Du hast ja im Spiel keine Brille. Ne? Ja, hast du recht. Da ist ja gar nicht so. Vielleicht wird man da auch nicht so leicht. Ja, kann schon sein, dass ich ein bisschen verdeckt bin. Zurück zum Sportlichen. Ich denke, über das Bochum-Spiel ist jetzt alles geschrieben und gesagt worden. Das wollen wir jetzt heute nicht mehr machen. Was ich auffällig finde, ist, dass ihr nach Rückschlägen immer wieder da seid. Ich erinnere an die Spiele gegen Köln, Union oder Frankfurt. Wie gelingt euch das, nach solche Auftritte hinzulegen, gerade weil ihr dann die Woche vorher immer abgeschrieben werdet? Ja, ich glaube, das Punkt ist, auf uns zu fokussieren.
ja, also müssen beeinflussen, was wir beeinflussen können. Haben wir in Bochum gezeigt, direkt nach dem Tor eine Tor zu machen, ist eine wichtige Eigenschaft. Weil ja, es wird Rückschläge geben durch eine Saison. Kann es auch sein, die letzten 4 Spiele. Das passiert immer wieder, das ist Fußball, klar. Ja, da muss man direkt da sein, im Moment sein und nicht zu viel nachdenken, glaube ich. Vielleicht kannst du dir nicht vorstellen, was in Dortmund los wäre, wenn wir Meister würden. Das ist wirklich verrückt. Ich kann dir sagen, das wirst du in deinem ganzen Leben nicht vergessen. Bis dahin sind es aber noch 4 Partien. Youssoufa Moukoko hat nach dem Bochum-Spiel auf jeden Fall Optimismus versprüht. Warum es nicht vorbei ist, weil wir uns von keiner Gegner, von keiner Schiri, von keiner Krankheit so aufhalten lassen. Wir glauben daran, wir sind fest davon überzeugt, wenn wir alle Spiele gewinnen, wir haben das nicht aus unseren eigenen Händen jetzt, aber wir werden alles versuchen, den Druck so hoch zu halten bis zum Ende. Und ich glaube, die Mannschaft hat Bock darauf, der Trainer, die Menschen hier, die Stadt, alle. Und davon bin ich überzeugt, weil wir so hier mit den Fans einen riesen Plus haben, 12 Mann hinter uns. Und am Ende werden wir so schauen, aber ich glaube immer noch daran. Wir alle glauben daran. Ja, Julian, siehst du das auch so wie Mucki? Ja, also wir glauben daran, also alle glauben daran, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig für uns ist, dass wir nicht so euphorisch werden, nicht so emotional werden. Es ist einfach dann die einfache Basisaufgaben zu vergessen. Ich glaube, dass wird wirklich wichtig, dass wir an ein Spiel denken und nicht zu weit nach vorne denken, weil die sind schon schwierig. Ich habe es auch vor dem Bochum-Spiel gesagt, das wird verdammt schwierig. Ich glaube, ja, das wird sehr, sehr wichtig für uns. Gebe ich dir 100%ig recht. Es gibt aber auch überhaupt keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Ja. Es sind noch 4 Spieltage. Wir haben 1 Punkt Rückstand auf die Bayern. Und wenn wir dranbleiben, sollten wir natürlich gegen Wolfsburg gewinnen. Das ist ganz klar. Die Wolfsburger haben bei den letzten Partien gegen Bochum und Mainz überzeugt und haben 8 Tore erzielt. Auf was und auf wen müssen wir besonders Obacht geben? Ja, es ist ja eine Mannschaft mit viel Qualität. Es ist aber, ich glaube, hier auf dieser Rasen, auf unserem Platz, dann können wir jeder schlagen, wollen wir jeder schlagen und glaube ich auch, dass wir am Sonntag wieder machen werden. Wie werdet ihr als Verteidiger eigentlich auf die Partien vorbereitet? Schaut ihr euch besondere Szenen von den Stürmern der gegnerischen Mannschaft an? Oder, ja, ich glaube, das ist unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Ich zum Beispiel, ich will nicht zu viel wissen. Möchte ich auch nicht. Ich will keinen Respekt haben. Ich weiß ja natürlich, ich will wissen, welcher Fuß, wo geht am meisten, aber ich will nicht zu viel schauen. Ich fokussiere auf mich selbst und nicht zu viel Respekt. Julian, das war's schon. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es ein Dreier wird. Dann gibt es auf jeden Fall die nächste Feier hier im schönen Dortmund. Also ihr müsst die Wölfe zähmen und egal wo ihr seid, wo ihr schaut, ob zu Hause beim Netradio oder vielleicht live im Stadion, drückt die Daumen, dass unser großer Traum vielleicht doch noch wahr wird. Also Julian, nochmal vielen Dank, dass du gekommen bist und sehr gerne. Schön, dass du bei uns im Club bist. Dankeschön. Das war's vom Feiertagsmagazin, der Nobby und der Julian.